So, ihr seht, das Wetter ist traumhaft hinter uns. Laura, was haben wir vor? Wir nutzen das natürlich für eine Wanderung, und zwar eine der bekanntesten Levada-Wanderungen in Madeira. Die Wanderung mit den 25 Wasserfällen, den genauen Namen blenden wir natürlich wie immer ein. Ihr fragt euch vielleicht, was ist eigentlich ein Levada? Levada sind alte Bewässerungssysteme von früher und heute gibt es Wanderungen, die entlang dieser Bewässerungssysteme führen. Das Schöne ist, sie sind relativ eben und dementsprechend nicht so anstrengend. Die Wanderung da ist eine der bekanntesten, deswegen gibt es da einen riesigen Parkplatz. Wir blenden euch das ein, es sind so viele Autos da. In der Hauptsaison muss man wahrscheinlich extrem bald da sein, um einen Platz zu kriegen. Wir haben jetzt gerade halt nur so angekriegt, aber das sollte man unbedingt bedenken. Jetzt schaut die Kamera, ich muss aufs Klo, Alter. So, trotz der eigentlich guten Markierungen ist der Einstieg zum Weg relativ schwer zu finden. Wir probieren es da. Es schaut besser aus. Und wir haben die Levada gefunden. Boah, geil. Also, wir haben die Levada gefunden und ihr seht schon, auf der einen Seite rinnt das Wasser in einem kontrollierten Bach und auf der anderen Seite ist er manchmal steiniger, manchmal geschotterter Weg. Da ändert sich gerade der Untergrund. Ja, und wir werden jetzt die nächsten 5 bis 8 Kilometer entlang wandern. So Leute, seid ihr motiviert? Cool. So, man sieht dann immer wieder am Weg so größere Becken mit so Öffnungen, wo man dann quasi das Wasser ableiten kann in seinen eigenen Garten. Wahrscheinlich ist das früher zur Bewässerung direkt verwendet worden. Die Frage ist, ob es heute noch so ist. Also, wir sehen jetzt schon ein spannendes Phänomen. Menschen gebaut. Genau, also Naturphänomen. Normalerweise ist ja das Wasser relativ flach, aber es gibt gerade eine Passage, wo wir einen Stiegen rauf müssen. Und das Wasser muss natürlich auch irgendwie von oben runterkommen. Genau. Und es schaut ganz cool aus. So, auf dem Weg gibt es natürlich ganz viele Markierungen, die uns zeigen, wo man weitergehen muss, wenn man weiß, wo man hin muss. Denn es gibt mehrere verschiedene Wege, die sich da kreuzen. Wir haben mit der Komoot-App immer unseren Weg gefunden, empfehlen wir sehr oft, aber bringt einfach immer sehr viel. In dem Fall gehen wir in die Richtung weiter. So, es wird ein bisschen lichter. Wir hören auch schon was. Es könnte sein, dass das schon der erste größere Wasserfall ist. Und schauen wir uns jetzt an.
sind jetzt beim ersten wirklich nennenswerten Wasserfall angekommen und er ist eigentlich ganz schön und wir sind gespannt, ob noch was kommt. So, wir sind jetzt am Ende von der regulären Ebenen-Levada-Wanderung angekommen und haben einen schönen Wasserfall gesehen. Jetzt geht es etwas bergauf durch einen Urzewald, also so heißt die Pflanzen, die man da überall sieht. Ist im Prinzip ein Verwandter vom Heidekraut bei uns. Und ja, jetzt sieht man ein bisschen mehr. Mal schauen, wo wir rauskommen. So, wir haben gerade festgestellt, dass die Levada-Wanderung, die wir gehen, gar nicht die ist, die wir eigentlich gehen wollten. Kleine Info am Rande, es gibt sehr viele Wege. Schauen wir mal, ob wir dorthin finden, wo wir hinwollen. Was sagt ihr? Komoot hat doch nicht so geregelt, wie wir davor gedacht haben. Komoot hat doch nicht so geregelt. Aber jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Einigermaßen. Voll. Ich habe noch nie irgendwas für 25. So, jetzt merken wir auch, wenn wir in der Sonne sind, dass das Ganze eigentlich viel wärmer ist, als wir ursprünglich geglaubt haben. Aber dafür gibt es einen Vorteil, es sind weniger Leute unterwegs, weil es jetzt bergauf geht. So, die letzten Meter dahinter erhoffe ich mir eine traumhafte Aussicht über die gesamte Gegend und es schaut schon gut aus. Gebt euch das. So nice. Die Aussicht ist echt wahnsinnig schön. Grüne Hügel überall, perfektes Wetter. Wir waren vorher ein bisschen deprimiert, weil wir sehr enttäuscht waren, aber jetzt auf einmal ist es wieder voll geil. Wir sind jetzt schon 5 Kilometer gegangen und nachdem wir uns ja vergangen sind, kommen wir erst jetzt zu den 25 Wasserfälle. Ja, wir haben vorher noch gesagt, dass uns Komoot so gut geholfen hat bei dem Weg. Das nehmen wir mal zurück. Wir werden jetzt den richtigen Weg zurückgehen und dann können wir vielleicht noch mehr über den sagen. So, Leute, was sagt ihr zum Weg? Geht bergab. Der ist sehr dicht bewachsen. Nicht so gut. Ja, ich glaube, wir schauen nachher, ob wir Zecken haben. Weil der Andi zuerst schon gesagt hat, er hat schon auf sich krabbeln sehen. Das ist vielleicht was man an dem Punkt nennen sollte. Es gibt auf Madeira auch Zecken. Und die sind wahrscheinlich gerade bei der Wanderung vorhanden. Wir werden jetzt wahrscheinlich 300 Höhenmeter nach unten wandern, damit wir die dann nachher wieder nach oben wandern dürfen. Oh ja. Dafür sind da keine Leute.
So, wir haben jetzt eine kleine Wegkreuzung gefunden und glauben, dass da eine coole Aussicht ist. Wir schauen uns das jetzt an. Wir befinden uns auf einem ganz neuen Terrain. Tada! Wir haben jetzt Stufen aus Erde mit Holz und Befestigungen zum Festhalten. Wir nähern uns nämlich, glaube ich, dem Wasserfall und die Profis unter euch lernen schon. Naja, dann glaube ich gar nicht. Wir sind jetzt an die Wasserfälle angekommen. Wir wissen jetzt, warum es 25 heißt. Es sind 25. Und sie sind eigentlich schön, Aber ein bisschen wenig. ein bisschen wenig. Jetzt können wir ins Video. Geht da rüber. Also, wir sind eigentlich begeistert von der Wanderung. Wir haben jetzt endlich das Ziel erreicht. Und ja, was erwartet uns jetzt noch? Natürlich der Rückweg. Wir sind ja, wie wir schon gesagt haben, nicht richtig hergegangen. Wir werden das alles mit Karten einblenden. Jetzt gehen wir den richtigen Rückweg, den andere Leute eigentlich auch hin und zurück gehen. Das heißt, falls ihr da seid und den kurzen Weg machen wollt, ohne die geilen Aussichten, was ein Fehler ist, geht ja nur das. Wenn ihr falsch geht wie wir, dann habt ihr ein paar coole Aussichten dabei. Und für uns heißt es jetzt noch zurückgehen. Ja, und wenn euch die Wanderung gefallen hat, dann folgt uns, gebt uns ein Like, weil es gibt noch mehrere Levadas auf Madeira und wir haben auch noch einiges an anderen Content. Genau.